Ein 82 Kilogramm schwerer Saint Bernard weigerte sich, einen 5-jährigen Jungen nach seiner Herzoperation allein zu lassen. Und was dieser massive Hund eines Nachts um 3 Uhr spürte, rettete dem Kind das Leben auf eine Weise, die keine medizinische Ausrüstung vorhersagen konnte. Das ist Bear und das ist Ethan, der kleine Junge, dessen Herz Bear beschützte, während alle anderen schliefen. Vor 2 Wochen unterzog sich der 5-jährige Ethan einer Herzoperation, um einen angeborenen Defekt zu reparieren. Die Operation verlief gut, aber Dr. Schmidt schickte ihn mit ernsten Warnungen nach Hause. Die nächsten 4 Wochen sind kritisch, sagte Dr. Schmidt zu Ethans Eltern Rachel und Tom Miller. Sein Herz heilt. Bei jeder Arrhythmie, jedem unregelmäßigen Rhythmus, rufen Sie sofort 112. Wir haben einen Monitor installiert, aber Sie müssen ihn ständig beobachten. Rachels Hände zitterten. Worauf sollen wir achten? Erschwerte Atmung, Brustschmerzen, extreme Müdigkeit, unregelmäßiger Herzschlag. Kinder in diesem Alter können nicht immer artikulieren, was sie fühlen. Sie müssen auf die Zeichen achten. Die Müllers brachten Ethan an einem Dienstagnachmittag nach Hause. Ihr 3 Jahre alter Saint Bernard Bear war die ganze Woche nervös gewesen, während Ethan im Krankenhaus war. Er hatte kaum gefressen. Er hatte Stunden an der Haustür gelegen und gewartet. In dem Moment, als Ethan durch die Tür kam, langsam gehend, seine Brust verbunden, sein Gesicht blass, änderte sich Bears gesamtes Verhalten. Er sprang nicht und bellte nicht. Er näherte sich Ethan mit extremer Vorsicht, senkte seinen massiven Kopf und drückte seine Nase sanft gegen die Hand des Jungen. Ethan lächelte schwach. »Hi, Bear, ich hab dich vermisst.« Bears Schwanz wedelte einmal, langsam, vorsichtig. »Er weiß, dass etwas nicht stimmt«, sagte Tom leise. Rachel war nicht überzeugt. Er ist nur sanft, weil Ethan sich langsam bewegt. Aber Bears Verhalten in den nächsten 48 Stunden bewies, dass dies mehr war als sanftes Verhalten. Bear weigerte sich, Ethans Seite zu verlassen. Wenn Ethan auf der Couch saß, positionierte sich Bear direkt neben ihm. Wenn Ethan ins Bad ging, folgte Bear 1 Meter dahinter. Und als Ethan ins Bett ging, tat Bear etwas, das er noch nie getan hatte. Er folgte Ethan nach oben und pflanzte sich am Fußende des Bettes. Sein 82 Kilogramm schwerer Körper streckte sich über die Matratze, sein Kopf auf seinen Pfoten, seine Augen offen und wachsam. »Bear, du bist zu groß für das Bett«, sagte Rachel und versuchte, ihn herunterzulocken. Bear bewegte sich nicht. Er schaute Rachel an, dann zurück zu Ethan und blieb. Tom seufzte. Der Kardiologe sagte, wir müssen ihn ständig überwachen. Vielleicht ist es nicht das Schlimmste, Bear dort zu haben. Ein 82-Kilo-Hund auf dem Bett eines Herzpatienten? Er ist am Fußende. Er übt keinen Druck auf Ethans Brust aus. Und schau, er beobachtet. Rachel sah Bear an. Die Augen des Hundes waren auf Ethans Brust fixiert und verfolgten das Heben und Senken mit intensiver Konzentration. Okay, eine Nacht. Wir sehen. Aber Bear blieb nicht nur eine Nacht, er blieb jede Nacht. Und jede Nacht um genau 3 Uhr tat Bear etwas Außergewöhnliches. Er hob seinen massiven Kopf, lehnte sich zu Ethans Brust vor und blieb 2 Minuten völlig still, hörend, beobachtend. Seine Nase nah am Oberkörper des Jungen. Dann legte er sich wieder hin. Tom bemerkte es zuerst in der 3. Nacht. Er überprüfte den Herzmonitor, als er Bears 3-Uhr-Ritual auf dem Babyphone sah. »Rachel, schau dir das an!« Sie schauten zusammen. Bear, der um genau 3 Uhr 2 Minuten seinen Kopf hob, sich zu Ethan lehnte, 2 Minuten bewegungslos blieb, dann sich wieder hinlegte. »Was macht er?« flüsterte Rachel. »Ich weiß es nicht, aber er macht es jede Nacht. Gleiche Zeit, gleiches Muster.« In der 7. Nacht änderte sich alles. Es war 3:04 Uhr, als Bears Ritual zum Notfall wurde. Rachel wachte von einem Geräusch auf, das sie nie zuvor gehört hatte. Ein tiefes, kehliges Bellen, das aus Bears Brust kam. Nicht sein normales Bellen, ein verzweifelter, dringender Alarm, der nicht aufhörte. Sie rannte den Flur hinunter. Tom war schon vor ihr. Sie stürmten in Ethans Zimmer.
Bär stand auf dem Bett, sein massiver Körper starr, bellte direkt auf Ethans Brust. Der Junge schlief noch, aber etwas stimmte nicht. Rachel schaute auf den Herzmonitor. Ihr Blut gefror. Ethans Herzfrequenz 180 Schläge pro Minute, unregelmäßig, lebensbedrohliche Arrhythmie. Tom, ruf 112! Toms Hände zitterten. Mein Sohn, Herzoperation, Arrhythmie, schnell! Rachel schüttelte Ethan. Wach auf! Mama, mir geht es nicht gut. Bär hörte auf zu bellen. Körperschützend. Sanitäter kamen, stabilisierten Rhythmus, Krankenhaus. Dr. Schmidt untersuchte Ethan. Nach 2 Stunden stabil. Aber was brachte sie um 3 Uhr dazu, nach ihm zu sehen? Unser Hund, er bellte. Ihr Hund weckte sie. Er beobachtet Ethan jede Nacht um 3 Uhr. Dr. Schmidt schwieg. Arrhythmie begann um 3:02 Uhr. Weitere 10 bis 15 Minuten hätten Herzstillstand bedeutet. Ihr Hund erkannte es sofort. Wie möglich? Hunde erkennen Herzrhythmusveränderungen durch Geräusche und Vibrationen. Ihr Hund fungierte als biologischer Monitor. Ich sehe, ihr habt nicht abonniert. Das macht mich traurig. Wenn ihr Geschichten wollt, wie Tiere Kinder beschützen, abonniert jetzt. Rachel überprüfte Babyphonaufnahmen. Was sie entdeckte, ließ sie schluchzen. Jede Nacht um 3 Uhr hatte Bär Ethans Herzschlag überprüft. In 3 Nächten zeigte Ethans Herz Unregelmäßigkeiten. Bär blieb länger, 5 Minuten, 10, beobachtend, wartend. Bär überwachte ein Muster, das Ausrüstung nicht erkannte. Ethans Herz war zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr verwundbar. Bär hatte es gelernt, vorbereitet. Dr. Schmidt passte Medikation an. Ihr Hund gab kritische Informationen. Ethan kam 4 Tage später nach Hause. Dr. Schmidt fügte Bär Ethans Pflegeteam hinzu. Lassen Sie seine 3-Uhr-Kontrollen. Er ist zuverlässiger als unsere Ausrüstung. 2 Monate später gedeiht Ethan. Herz heilt. Bester Freund, 82 Kilo schwerer Saint Bernard, der keine Kontrolle verpasst. Jede Nacht klopft Ethan. Komm, Bär, Zeit für Arbeit. Bär springt hoch. Um 3 Uhr hebt er Kopf, hört dem Rhythmus eines heilenden Herzens zu. Rachel und Tom denken an jene erste Nacht. Wie nah sie waren, seinen Instinkt abzutun. Aber sie verstehen, Bär war genau das, was Ethan brauchte. Ein Wächter, der hören konnte, was Ausrüstung nicht erkannte. Manchmal kommt Überwachung mit 4 Pfoten. Manchmal hängt Überleben von einem Hund ab, der sich weigert zu schlafen. Die Frage: Können Hunde Herzrhythmusstörungen vor Ausrüstung erkennen? Oder ist es Instinkt? Teilt eure Gedanken.